Nelson, mein franziskanischer Bruder aus Bayreuth und ich und noch ein paar andere. Und dann meldeten sich dazu eine ganze Reihe von Chemikern. Chemiker wahrscheinlich deswegen, weil die Chemie diese Dualität auch kennt. Ich meine immer, es gibt unterschiedliche Definitionen, aber die Grundlagen der Chemie sind die Analyse und die Synthese. Und daraus ist die Dualität, die wir zusammenführen müssen. Denn nur die Chemie ist nur dann, die Alchemie, würde ich fast sagen, ist nur dann komplett, wenn wir die Analyse und die Synthese zusammenführen. Mann und Frau. Die Wissenschaft und die Künste und besonders das Hiesige und das Fremde. Das soll insbesondere mit dem Stück von Karl Gerassi, der uns sehr liebt, hier zu sein, symbolisiert und behandelt werden. Das Hiesige und das Fremde. Denn wir haben viele verfremdet, entfremdet. Und ich glaube, es ist an der Zeit, die Synthese herbeizuführen. Besonders möchte ich kurz danken denen, die von weitest hergekommen sind. Erst einmal natürlich Karl von San Francisco, Nelson von Porto Alegre, Guillermo von zum Beispiel aus United States. But I go in the order of distance. Valerie Petrosyan from the Lomonosov Universität in Moskau. Modest Jacek aus Kiew. Boguslav Buszewski und seine Frau aus Torun. Und der Dekan der Naturwissenschaftlichen Fakultät, Herr Buszewski, ebenfalls aus Torun. Dann Patrizio Bianchi, mein verehrter Freund und Rektor der Universität Ferrara. Und eine ganze Reihe von Sie aus München, Gerd aus Walla aus Freiburg und noch eine ganze Reihe, und wenn ich jemanden vergessen haben sollte, Stefan Frenzle aus Zittau, der auch mit zu den Initiatoren der ersten Stunde gehörte, und natürlich Mai. Ich danke euch allen, dass ihr gekommen seid. Und es freut mich ganz besonders, dass unser Oberbürgermeister, Herr Dr. Rohl, die Schirmherrschaft übernommen hat und er mir schon vor einiger Zeit sagte, er findet es sehr wichtig und er wird bei dieser Sache in irgendeiner Form immer dabei sein. Herr Dr. Rohl. Lieber Professor Frank, liebe Frau Frank, meine sehr geehrten Damen und Herren. Danke zunächst für die Einladung zur Eröffnung und natürlich auch die Schirmherrschaft zu übernehmen für diesen erneuten Cheesefondue-Workshop. Ich habe mir beim ersten Mal, als ich von Herrn Frank die erste Einladung zum Cheesefondue-Workshop, zum ersten Cheesefondue-Workshop bekommen habe, gedacht, was ist das für ein Käse? Aber wenn man sich dann ein bisschen intensiver mit diesen Themen auseinandersetzt, dann merkt man, dass es ganz und gar nicht um Käse geht, sondern vielmehr um das Große und das Ganze, genau genommen um die Zukunftsfähigkeit unserer Mutter Erde und der Gesellschaften, die darauf leben. Nichts weniger, nichts mehr ist der Ansatz, den Professor Frank hier verfolgt, und viel zu selten leisten wir uns diesen Blick auf die Zusammenhänge der oft unseren begrenzten
die oft unseren begrenzten Horizont überschreitet und sowohl Mut als auch Offenheit für ganz andere Fachgebiete und Fachkenntnisse erfordert. Mit Fragen wie ethische Prinzipien in wirtschaftlicher, politischer und gesellschaftlicher Praxis konkretisiert werden können, beschäftigt sich die 2005 gegründete Cheesefondue Group. Und es ist gut, dass diese Cheesefondue Group von Wissenschaftlern initiiert worden ist. Unter ihnen der Bayreuther Umweltchemiker und Ökotoxikologe, und auch das ist, glaube ich, kein Zufall, dass sich diese Disziplin, dass es aus dieser Disziplin heraus erwachsen ist, Professor Hartmut Frank als Mitinitiator und örtlicher Organisator und weitere internationale Teilnehmer aus den verschiedensten beruflichen und gesellschaftlichen Bereichen treffen sich zu Expertenvorträgen und Gesprächen, die neue Blickwinkel aufzeigen sollen und dadurch auch neue Horizonte öffnen sollen. Diese bemerkenswert zusammengesetzte, international, interdisziplinäre Gruppe sucht nach Ursachen und nach Lösungen. Bildung ist der Schlüssel und da ist die Verortung an der Universität Bayreuth natürlich genau richtig. Im Zeitalter der Wissensgesellschaft hat die Universität mehr denn je die Aufgabe, neben einer hochrangigen Forschung über eine qualitativ hohe Lehre Nachwuchskräfte der Zukunft auszubilden und ihnen eine gute berufliche Startposition zu ermöglichen. Das geschieht an der Universität Bayreuth meines Erachtens beispielgebend. Ich sage das nicht ohne Stolz, denn ich bin selbst ein Kind dieser Universität, habe auch hier studiert und meine Abschlüsse gemacht. Und es war schon immer ein Ansatz der Universität Bayreuth, interdisziplinär an Aufgabenstellungen heranzugehen. Eine um intuitive Erkenntniswege erweiterte Wissenschaft und Bildung ist nach Auffassung der Cheesefondue Group für die Bewältigung der Herausforderungen der näheren Zukunft notwendig. Neue Formen und Institutionen für eine ganzheitliche und wahrhaftige Bildung werden benötigt, in denen intellektuelle Fähigkeiten durch Intuitivkräfte als Motor für eine Kultur der Solidarität ergänzt werden. Zusammen mit der herkömmlichen wissenschaftlichen und beruflichen Ausbildung ergeben sich so ganz neue Blickwinkel. An der Universität Bayreuth treffen Fachleute und Interessenten sowie Anstifter und Verantwortungsträger zusammen, um einen Brückenschlag zwischen den Welten zu üben. Inspiriert von ebenso unterschiedlichen wie hochkarätigen Geistern dürfen wir so hoffen, dass eine gemeinsame Basis für eine zukunftsfähige Geisteskultur geschaffen werden kann, die Fortschritte auf dem Weg zu verantwortbaren Lösungen der immer drängenderen Herausforderungen unserer Zukunft verspricht. Und ich darf anfügen, dass sich diese Cheesefondue-Gruppe eigentlich ganz hervorragend in eine Reihe von Initiativen der Universität Bayreuth einfügt. Wir werden auch in Kürze im Rahmen des Zukunftsforums für interkulturelle Kompetenz und Humanität den ersten Markgräfin Wilhelmine-Preis, den es überhaupt verleihen können. Und auch da ist der Blickwinkel die Interkulturalität und Internationalität. Auch da steht die Suche und der Blick auf das große Ganze sozusagen im Vordergrund. Ich freue mich dieses Mal, aber auch in Zukunft noch viele hochqualifizierte, kritische und motivierte Menschen, Wissenschaftler in Bayreuth begrüßen zu dürfen und wünsche dem Workshop allen erdenklichen Erfolg. Lieber Herr Frank und liebe Frau Frank, darf Ihnen und Ihrem Team sehr herzlich danken für das große Engagement, die Mühen, die Sie in die Organisation dieses Workshops gesteckt haben. Wir haben einige Gespräche im Vorfeld geführt. Nicht immer konnten Sie sozusagen zufrieden mein Büro verlassen, weil ich nicht immer so helfen konnte, wie es
gerade wünschenswert gewesen wäre. Aber der Workshop findet statt und da spreche ich jetzt einfach für meine Kollegen aus der Kommunalpolitik, aber auch für meine Kollegen aus der Landes- und Bundes- und der Europapolitik. Wir alle schauen gespannt auf die Ergebnisse Ihrer Gespräche. Ich denke, es ist sehr, sehr gut, was hier geschieht und es ist gut, dass das in Bayreuth geschieht. Von Ihnen, meine sehr geehrten Damen und Herren, wünsche ich anregende Gespräche, die Erkenntnisse, die Sie sich erhofft haben, als Sie sich entschieden haben, hierher zu kommen und natürlich viele gute Eindrücke unserer schönen Stadt Bayreuth, die von weiter herkommen und überhaupt, die nicht in Bayreuth leben, denen wünsche ich so gute Eindrücke, dass Sie immer mal wieder gerne nach Bayreuth zurückkommen. Herzlichen Dank. Jawohl, vielen Dank. Sie können sicher sein, dass wir weitermachen werden. Ihre ermunternden Worte haben uns neuen Mut gegeben. Und wenn nicht alles gleich erfüllt werden kann, dann ist es umso eher eine Herausforderung, das weiterzumachen. Vielen Dank nochmal für diese Einführung und die Begrüßung. Und als zweites einen guten Freund, Martin Meyer, Vizepräsident der Universität, aber eigentlich ist er mir und uns nicht so sehr als Vizepräsident bekannt, sondern als jemand, der genau das Gleiche in seiner individuellen Ausprägung verstanden hat und mitschiebt, wenn er Zeit hat. Allerdings jetzt ist er sehr beschäftigt als Vizepräsident, hat er viele andere zusätzliche Aufgaben da. Zurzeit ist eine Art Generationenwechsel in der Universitätsführung gibt. Frau Fried, das freut mich, dass du ein paar Worte ansetzt. Yeah, thank you very much, Professor Frank, dear Hartmut. Well, following up what you said, I'm not sure whether I'm really understanding what is going on with the Cheesefondue. So I have attended a number of meetings right now, a number of workshops. I have been in Ferrara last year, and I met Dr. Bianchi, who is with us today. But I'm still in the phase of someone who is a beginner, and I'm still learning. But my overall impression is that scientists have dissected the world for quite a while, have analyzed everything at the molecular level, and there is now the feeling that there is a need, a requirement for putting things together again and to putting things into the right human perspectives. So you are realizing that I'm talking in English to you. Right? Last year I was talking in German, but this year I saw on the list of attendees so many people from other countries that I decided that this year it would be appropriate to welcome you in English. So as a vice president of this university, it is not only a privilege, but I like also very much to welcome you on behalf of this university, and I'm very warmly welcoming you within the walls of this university. It is my responsibility to
first give you some very short and few remarks on this university. You might understand that. And secondly, I will follow up with very few remarks on this particular workshop. And finally, I have decided, I have reflected what would be an appropriate gift for all of you, and a gift which would fit all the requirements I'm imagining about a perfect gift, and we will see at the end what that is. Okay, so all of us are on the campus of the University of Bayreuth, and we are within this building, and this group of buildings here represents or accommodates, better to speak, one of our faculties, the Faculty of Applied Sciences. There are lots of other faculties which are grouped around this central place, this campus. So it is easy to imagine that the University of Bayreuth is a place where it is easy to meet on a very convenient basis. The university should now go to the next one. So this one. Thank you very much. Yeah, this helps. So this is a recently founded university which has been established in 1975. So in the winter term 75-76, the first lectures were held at this university. Right now we are having 9,000 students, and within the next year we will certainly get more than 10,000 students, because the number of students is steadily increasing here. Nearly 200 faculties are teaching at this university, which have permanent positions, and about 700 scientific researchers are also involved in research, but also in teaching on this particular campus. And of these, 230 are not paid by the state of Bavaria, but are paid from external funds. We have 300, nearly, or a little bit more than 300 international employees at this university. These come from China, India, Russia, the United States. And because one research topic on this university is African studies, we are also having very many employees from African nations. The total budget, nowadays everything is being counted in terms of money. I apologize for that. But in such an environment, also this university has to pay attention to its budget and to money. And we are getting about 80 million euro from the state of Bavaria. But in addition to that, the employees at this university, mainly the professors, apply for external grants, and they get more than 20 million euros per year from external funding. I mentioned already the sixth faculty of applied sciences. This university accommodates a total of 6 faculties. So we have the faculty of mathematics, physics and informatics, biology and chemistry and earth sciences, law and economics, linguistics and literatures, cultural studies, and as mentioned before, the faculty of applied sciences. So from this list of faculties, you will realize that at this university we have decided to have very broad
large faculties which are unifying very many disciplines. So at this university, a faculty in itself is already something which bridges different disciplines. Probably more than on other campuses in Germany at least. Okay, I do not want it to be boring with respect to information about this university. Let me now switch to the Cheesefondue issue. So as far as I know, in this area of Cheesefondue activities, we are having a series of workshops. And in addition to these, we are having Cheesefondue conferences. And I mentioned already the conference at Ferrara, organized by Frank, but he helped in the organization of that conference. Was organized by the University of Ferrara under the rector, Professor Bianchi, who is with us today. So everything started apparently with the workshops in Marienthal. I'm referring to that as the beginning. The topic was science, culture for the human future. The next one then was at this particular campus, and that also the third one is on this campus. So the second one, I'm referring to that as the follow-up, was entitled Education for Human Energy, Concepts and Integration. And in this particular one, Spirit of the Future, Bridging the Contrast. And at the end of the workshop, we will see what that actually means. And by projecting this slide, it's a good opportunity to thank Professor Frank and his wife Marina for their efforts, for their continuing efforts to organize these workshops and to stimulate the conferences I mentioned before. And I include into these things all their collaborators which are helping to make everything happen. So thank you very much indeed. The special guests I want to especially welcome today are listed on this particular slide. And before I'm referring to them individually, I would like to welcome all of you which are from Bayreuth, but especially those which have been traveled to Bayreuth from other places. I'm welcoming my professor colleagues here and the students which are attending this workshop. And I apologize for if I miss to mention important names which are not listed here. So let me start by welcoming the individual who has taken the burden of patronizing this workshop, the Lord Mayor of the city of Bayreuth, Dr. Michael Hohl. The university is very grateful that he has taken this particular duty. So thank you very much indeed for being here. The next one is Professor Karl Gerassi. Professor Gerassi is not for the first time at this campus. All people from this university who are attending this particular workshop remember very well his special talk within the series of Gesellschaft Deutscher Chemiker Symposia, where he reported on the history and the chemistry and all the different stories related to the introduction of the contraceptive pill. And we are very grateful as
University of Bayreuth of welcoming Professor Girassi at this campus and for being here and for all the activity related to not only to his activity as a scientist, but also to his particular activities as an author and in general as a person stimulating other people. So thank you very much for being here. The next one I want to welcome is Professor Patrizio Bianchi, the rector of the University of Ferrara. I mentioned him before, and as far as I know, he's the one who is going to give today's general welcome address. So we are very privileged, Professor Bianchi, of having you within the walls of the university. So thank you very much for being here, and thank you very much for attending this meeting. And thank you very much again for hosting the last conference at Ferrara, which was, as far as my impression was, a very great success. So thank you very much again. The next one is Professor Boguslav Buczewski. I did not know him before, but I met him at the conference I just mentioned at Ferrara, and he is professor at the Copernicus University at Torun, and I think he also has official responsibilities, has taken these for this workshop, this third Cheesefondue workshop. And I should mention that he will host and he will organize the next Cheesefondue conference, which has been scheduled for fall of this year. And I encourage all of you to attend that particular conference. And there is Nelson Yunus from Porto Alegre, Brazil. I met him 1 year ago at the second Cheesefondue workshop, and we did not talk very much, but I apologize. I feel we became friends, and I'm very grateful for that. So thank you for being here. Ladies and gentlemen, there are many names which I should have mentioned, but I apologize. Please take these names here for having welcomed as a whole. So this is my gift. So I reflected on a gift. And so the semester has just ended, and I realized that I was overwhelmed during the semester by lots of responsibilities and duties. And I was asking myself, what would you wish that someone else should give you? And the answer I gave to myself was time. Give me some time. And this is what I'm now giving to you. So we are talking about synergy, about bridging, about antagonistic things. And I thought an antagonism might be, what is a scientist always doing? What is the president always doing? He or she is always talking a lot. So what is the opposite of that? The opposite of that is stop talking, is silence. So this is an experiment. I'm giving you now 1 minute of my time allotted to welcome you, to reflect on someone else, not on yourself, to reflect on someone else. So, ladies and gentlemen, dear friends, if I may,
I'm wishing you the best for this particular conference. I'm wishing the organizers and all of you many productive returns of the workshops and of the Cheesefondue conferences. And I hope that you will get the success you have wished when you travel to this place, when you travel to Bayreuth. And I hope that at the next conference at Toru or in the next year, all of us will meet again in a good health. In that sense, the very best to you, and I'm wishing you a enthusiastic Cheesefondue workshop number 3. Thank you very much. Thank you very much for this, für diese gefühlvolle und interessante Einführung in die Meditation. Die Meditation unserer Tätigkeit, unserer Relation, unserer Beziehung. Und da du die Universität in ihrer Rationalität, Intellektualität so gut vorgestellt hast, wollte Dr. Lützi so ein bisschen Gedanken über Möglichkeiten einer anderen Facette von Universität uns vorstellen, so ad hoc. Und ich dachte, warum nicht? Ja. Please. Ja, ich komme auch aus der Uni. Ich möchte einfach nur kurz als kleiner Bürger auch meinen Beitrag geben. Ich freue mich, mit diesem Thema hier zu sein. Meine Forschung mit jetzt meinem TV-Projekt ist das Individuum, der zwischen den Gedanken Neues erschafft, wertzuschätzen. Das Individuum, der den Mut hat, einen Schritt zwischen den Zeilen zu machen, der einfach es möglich gemacht hat, dass diese Uni entsteht, dass die Wissenschaften entstehen, eine Wertschätzung für alle Menschen hier, die den Mut haben, eigene Wege zu gehen, eine Wertschätzung für die Wilhelmine von Bayreuth, die den Mut gehabt hat, zu tanzen, zu singen, die Kunst, die Bewegung und nicht die Starre als Grundlage der Kunst, der Wissenschaft und der Wirtschaft. Und das alles, was hier unser Reichtum ausmacht, ist aus dem Individuum entstanden und nicht aus dem System. Das heißt, die Wertschätzung für jeder Mensch, der etwas Neues entwickelt. So wie einfach auch für mich sehr gerne die Einladung, hier zu sein, Integration der Gegensätze, denn jedes Individuum ist ein Gegensatz. Und im Moment, in alle unsere Denksysteme, es ist alles für das Individuum mit seiner Einmaligkeit nicht unterrichtet, nicht für mich, dass ich hier bin und für die wunderschönen Menschen, die hier sind, möchte ich einfach dazu einladen, in allen Universitäten Intuition, intuitive Intelligenz als Hauptfach. Wer nicht das eigene Wissen und Talent kennt, sammelt Wissen, ohne es mit eigener und ausreichender Quelle weitergeben zu können. Das ist meine Forschung seit 30 Jahren. Ich habe es in ganz Europa eingeführt, in alle Wirtschaftsbereiche, Universitäten, Kunst. Und meine Einladung ist,
Deswegen freue ich mich, dass du dann danach kommst. Dieses Kleines in uns, was in uns ist, wenn wir nicht auf diese kleine Stimme hören, die jeder anders nennt, dann fehlt etwas. Egal, alles, was wir tun, diese kleine Stimme, die uns Reichtum schafft, die uns Entdeckung schafft, die uns Karriere machen lässt, ein bisschen mehr Aufmerksamkeit zu geben. Deswegen freue ich mich, dass ich einfach vor dir reden durfte, weil du bist diese Stimme. Dankeschön. Guten Abend. Guten Abend. Guten Abend. So, alle Menschen, die gegeben hat, dann grüßen mich. Das freut mich sehr, dass ich da kann sein. Die Bewegung ist immer dabei, dass der Freund Hartmann mich da unterstützt und so weiter. Hat mich sehr gewundert, dass ich so eine Begrüßung bekomme. Das überwindet mich immer. Ne? Aber das ist schon so normal, dass man immer mehr bekommt, mehr verdient hat. Ne? Zuerst wollte ich sagen, dass ich in Porto Alegre bekam in einem Kindergarten. Die Kinder waren am Spielen und das waren Kinder von 3 bis 5 Jahren alt. Und auf einmal kam das eine Kind zu der Lehrerin, zu der Rektorin von diesem Kindergarten und sagt, der Junge hat nicht das und das gemacht, was ihm nicht gefallen hat. Ja, was für Junge? Der wo Probleme hat mit seinen Augen. Und hat seine Kollegen gefragt, ja, wer hat da Probleme mit den Augen? Und haben sie herausgefunden, dass der kleine Junge blaue Augen hat. Und alle anderen haben schwarze Augen. Und er hat der Probleme in seinen Augen. Wenn weltweit die blauen Augen sind die schönste, die hübschste und so weiter, ne? Dann versteht man schon, wo kommen die Unterschiedlichkeiten her, die Verschiedenheiten. Ne? Das sind so Sachen, die werden aufgebaut von unserer begrenzten Welt und da gibt man das so weiter. Viele Konzepte sind aufgebaut, zugemacht und man nimmt sie als Wahrheit. Und das Leben. So sollen wir keine Konzepte aufbauen, aber Konzeptionen, wo offen bleiben, dass noch was dabei gebaut werden kann. Und ich meine, nur durch diese Wege können wir auch die innerliche Freiheit aufbauen. Normalerweise leben wir uns nicht. Wir werden gelebt von anderen. Weil wir fragen sich immer, was will sie sagen, was will das bedeuten und so weiter und so weiter. Und diese innerliche Freiheit ist etwas ganz Tieferes als das, was man heutzutage als Freiheit darstellt. Das Normale ist verstehen, dass Freiheit, meine Freiheit geht bis dahin, wo deine anfängt. Und die echte Freiheit, die hat keine Grenze. Die echte Freiheit geht weiter, wo deine anfängt. Meine Freiheit geht weiter, wo deine anfängt. Das ist nicht diese egoistische Meinung, so wie ich mache, was ich will. Dann wird man ein Sklave von sich selbst, von seiner innerlichen, begrenzten Sache und Leben. Und oftmals sind wir als gläubige Leute begrenzt mit unseren Religionen, mit seinen Gesetzen, mit seinen Schwierigkeiten, weil man herrscht über die Sache. Und alle Herrschung bringt Widerstoß. Alle Herrschung bringt Probleme. Nur die Demütigkeit oder diese Dankbarkeit im Leben kann was Gutes aufbauen. Und das, ich weiß, ich spreche nichts Neues, aber dieser Moment soll nur eine Einladung sein, dass jeder eine von uns hier in diesem Cheesefondue wirklich diese persönliche Freiheit aufbauen kann. Ein bisschen mehr. Ne? Dass wir in unseren Begegnungen, in unseren Gesprächen, in unserem Dialog uns öffnen können mit Vertrauen und dass wir anerkennen, alles, was
das Gute, wo an der Mantel ist, in jedem von uns. Kein von uns ist allein. Wir sind auch nicht geboren, um allein zu leben. Wir sind Teil von dieser einzigen Welt, die gehört uns, so wir einander gehören, weil wir sind von dieser Welt. Aber normalerweise sind wir so aufgewachsen in dieser begrenzten Gegend. Das natürlich in diesem Moment nur eine kleine Einladung sein, dass jeder eine von uns wirklich in seinem Glauben und die auch nicht glauben, in seinem Nicht-Glauben, dass wir offen bleiben für das Transzendente, wodurch unter uns durchstrahlt und sich bemerken lassen, wenn man das Gefühl liebt. Und merken, dass das Leben ist nicht zu begreifbar, das Leben ist viel mehr. Und der einzige Weg, dass wir uns wirklich tief befreien können, ist der Weg der Liebe. Auch nicht die egoistische Liebe, aber wirklich diese Hingabe einer für andere. Und wenn wir einer für andere da sind, dann sind wir viel reicher, wir kommen viel weiter. Und die, wo die größten, keinen großen Unterschied. Nur die, wo die Fünf haben, die haben mehr Verpflichtungen, die wirklich bearbeiten, aber mehr zu tun. Und soll es mit Liebe tun, dann werden die zufrieden sein. Und die, wo den einen Talent haben, die sollen ja auch leben mit Zufriedenheit und das wird genügen. Unsere Verschiedenheiten sollen uns nur zum Wachsen bringen und nicht um Grenzen aufbauen. So die Einladung auch als spiritueller Weg, dass wir keine Angst haben, von nicht verbinden mit Religionen, dass wir das verbinden mit einem tiefen Leben und mit dieser Freiheit. Ich meine, wir sind schon auf dem Weg und wir können viel miteinander wachsen, wenn wir die Öffentlichkeit weitermachen. Ich wünsche einen schönen, guten und tiefen Schluss für die Frage. Ja. Vielen Dank, Nelson. Ich denke, das war eine würdige Öffnung und damit fangen wir an. Und lassen uns inspirieren von Patricia. Ein Vortrag als Beispiel die Ferrareser Judengemeinde, eine lange Geschichte. Etwas, was in diesem wunderbaren Buch von Balsani beschrieben ist. Aber wir werden hören. Versetzen. Ja. The stage is yours. Let me put the stage. Yeah. I made a mistake. No? But Bogusław was scheduled, but he will give his Torun announcement of the forum after your lecture. Okay. No, we can come, we can start with the announcement. No. No, can we follow? We can come here. No, They come here. No, but Patricia, we should be changing slide. But it's not. It's okay. It's not of flexibility. No. We cannot speak about flexibility and interdisciplinarity and to be frozen by a machine. Come here. Okay. It's my mistake. No, I made everything on me. No problem. So, if you like, I can stay here with you. It's a great pleasure for me. So, then Yeah, we have it's the very appropriate because Frank, and then we have the Professor Frank, also Dr. Hell. Ladies and gentlemen, it's a great pleasure for me to announce the third forum, which will be held in Torun, forum concerning the ethical science for environment. So we started a few years ago together with Hartmut Frank, with Francesco Dondi, Patricio, and Ginter Born also, and also Professor Meyer, also participating in the first hour's meeting. And we decided that for us it's important to find some relation between
science, Naturwissenschaft, and humanism. We should be also found some colleagues from economy, politics, and religion who give for us some answer. World without grants, borders, and science without borders. It is no easy. What do you say? It is no easy. Today, with open ceremony in China, Beijing, for the Olympic game, and this world is no without border. But we needed some very important information for the science. And of course, this is the campus of my university, where we hold this forum. But the question is very complicated, because we are giving a lot of questions concerning how to form the relation between city government and regional government and the university. Which role played the university in the civilization development for the small area like Bayreuth and the old Bayreuth, Ferrara and Emilia region, or Toruń and Kujawin-Pomorian Voivodeship. The other problem is, of course, connected with the role of the philosophy in science development. Where is the background? Where is the sources for our relationship? And of course, very important question, this is the relation between young and old generation, all time. The influence of the professor on the student, and student on the professors also. We needed this information. We needed this platform for our life. And the very important question is, of course, connected with the influence of religion on our civilization development. Professor Ottomeyer, he said to me a few years, 1 year ago, it will be good to form a relation between energy and money. Yes, I agree with you. Because the first synthesis, the first reaction is going from this area, from the